Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Ja, lang ist es mal wieder her und es ist auch das erste Mal, dass hier die Schlange gegen den Nordian kämpft, denn ich habe mich mal hingesetzt und habe, ja, die Schlange wieder zurückgeholt. Ich habe jetzt insgesamt, ich weiß gar nicht, insgesamt glaube ich 5 oder 6 Versionen von Stronghold Crusader Extreme und langsam blicke ich echt nicht mehr durch. Also, na, ich hoffe, ich habe jetzt nichts irgendwie anders zerschossen. Wenn nicht, dann muss ich mich da wieder hinsetzen. Ja, heute auf jeden Fall endlich mal das Match gegen die Schlange. Er hat, glaube ich, nur ein einziges Mal gegen die Schlange gespielt, ganz am Anfang, als er frisch rauskam und ja, noch nie mit seiner neuen Version. Deswegen würde ich gar nicht so lange rumschnacken. Wir spielen hier auf Desert Bay. Das ist ein 1 vs 1 Kampf, also funktioniert auch das schnieke Overlay vom Bootstrap Turnier quasi. Und ja, genau, na? Dann, wie gesagt, auf Desert Bay mit dem Nordian gegen die Schlange. Bis gleich. So, und da wären wir auch in dem Match drinne. Also ich habe jetzt hier, wie ihr es schon sehen könnt, das Overlay aktiviert. Ich hoffe, das funktioniert auch mit dem Kampf, also mit den KIs, nicht nur mit den Spielern, aber ich denke schon, jetzt ist auch der zweite Balken richtig geladen. Ja, genau. So, und es ist zum ersten Mal, so richtig das erste Mal, dass Nordian gegen die Schlange spielt. Ich meine, gegen die Schlange zu spielen ist jetzt wahrscheinlich nicht so das größte Problem, denn sie hat ja jetzt nicht so die ultra krassen Angriffstruppen, aber was ich bei ihr so ein bisschen im Vorteil sehe, ist die Anzahl der Angriffsbogenschützen. Sie macht ja relativ viele Angriffsbogenschützen und wenn die einmal die Burg vom Nordian räumen können, ja, dann ist natürlich der Weg geebnet für die Assassinen und den Speerträgern. Auf der Gegenseite oder auf der anderen Seite ist natürlich hier der Nordian mit seinen Pikinieren und arabischen Schwertkämpfern der Schlange auch ein wenig überlegen, denn sie kann natürlich nicht allzu viel gegen die Gepanzerten machen. Klar, er muss auch skalieren, ne? Also das muss ja jede KI. Aber wenn er einmal skaliert ist, dann rasieren, glaube ich, die gepanzerten Einheiten einmal drüber und die Schlange ist, ja, Geschichte. Aber ich hoffe, dass es jetzt nicht allzu schnell geht. Jetzt kommt ja auch der erste Angriff von der Schlange. Gut, der sollte hier noch nichts machen. Der Nordian hat ja trotzdem ein paar Bogenschützen auf seiner Burg. Jetzt nicht allzu viele, aber es sind hier und da mal ein paar Bogenschützen am Start, sodass da wahrscheinlich auch der ein oder andere Angriff halt, ja, ne, abprallt. Wir gehen ja gleich mal ein bisschen höher mit der Geschwindigkeit. Nordian braucht ja wahrscheinlich noch ein wenig länger wegen seinen Pikinieren einfach. Die muss er ja erstmal herstellen oder ausbilden, ja, aber die Piken halt herstellen. Und somit dann, ja, braucht er einfach ein wenig länger, um mit seiner Angriffsarmee. Die Schlange pumpt hier schon den zweiten Angriff raus. Und jetzt ist hier da kommt der Nordian mit, ja, 5 Pikinieren und 2 arabischen Schwertkämpfern waren das, glaube ich. Und die haben sich natürlich nicht durchsetzen können gegen die Assassinen. Ich spiele hier mit der New Balance Mod vom Nevikov, also damit ihr da auch Bescheid wisst, dass die Einheiten in manchen Dingen mehr aushalten als im Vanilla-Spiel. Na? Genau. Ja. Ansonsten, wie läuft es sonst so bei mir? Jetzt kann ich ja mal ein bisschen besser oder alleine reden, wenn hier nicht jemand mitkommentiert und so weiter und so fort. Ich meine,
Ich habe eigentlich relativ, also ich habe jetzt nicht irgendwie Stress oder so, dass ich hier sagen muss, okay, ich kann nichts aufnehmen oder so, aber ich will halt zu viel aufnehmen, ne? Also ich spiele relativ viel, auch privat jetzt, Attila, Total War, und das macht mir ultra viel Spaß. Leider ist es kein Stronghold, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es so gut ankommt auf YouTube. Weil ich kenne ja die Stronghold Community, die will ja mehr Stronghold sehen als was anderes. Und ja, na, deswegen spiele ich das gerade privat, wenn ihr das denn mal möchtet, oder wenn ihr das möchtet, dass ich mal Attila aufnehme und euch zeige, vielleicht auch nur ein Part oder so, dann könnt ihr mir das ja gerne schreiben. Ach, du Scheiße. Das sieht ja auch gar nicht gut aus hier. Aber so langsam setzt sich der Nordian durch. Zumindest wenn er nicht gegen die Assassinen kämpfen muss. Weil ja, die Assassinen machen natürlich die Pikiniere ganz gut weg. Und ja, genau. Dann möchte ich eigentlich auch noch Stronghold 1. Ich habe mir in der letzten, hier hinten brennt übrigens, in dem letzten Sale vom Steam habe ich mir mal Stronghold 1 gekauft für 1,19 €, glaube ich. Und da möchte ich die Kampagne spielen. Und da habe ich auch eine kleine Idee in meinem Kopf mir zurecht gedacht, wie ich denn das auch auf YouTube machen oder zeigen könnte. Ich will jetzt kein Let's Play machen, weil da gibt es, glaube ich, schon zu viele. Aber dass es da halt ein wenig, ja, nochmal was anderes ist quasi und nicht hier immer nur KI-Kampf und Bootstrap. Es ist auch in der nächsten Zeit meiner Meinung nach etwas mehr geplant als jetzt nur KI-Kämpfe oder hier ganz normale KI-Kämpfe und dann Bootstrap halt. Weil Bootstrap ist halt auch irgendwann zu Ende. Und deswegen, eieiei. Oh, die Schlange zerschießt aber Nordian ganz schön stark. Also, Junge, Junge, Junge. Der wird ganz schön eingedrückt, der gute Fratz. Und auf jeden Fall, Bootstrap ist ja irgendwann zu Ende und dann soll es ja weitergehen. Und ich baue auch gerade an meiner 6. KI, genau, nämlich Gottfried, den Geistlichen. Da habt ihr ja auch schon mal einen Community-Post dazu gesehen, dass er, oder wie er halt aussieht. Und da ist halt auch die AIV schon fertig, wie ich da schon gesagt hatte. Es fehlt mir da noch die AIC und das ganze Gesprochene, aber dafür muss ich auch einfach noch ein wenig mehr Zeit finden, weil ich will das halt ordentlich machen und deswegen will ich da auch genügend Zeit reinstecken und jetzt nicht so lapidar dahin pfeffern. Der Katapult hier, der ist aber auch sehr penetrant, muss ich sagen. Und wieder Ackermatch. Ja, alles klar. Man sieht es, denke ich, wie viele Bogenschützen die Schlange hier in den Kampf schickt, die natürlich alle ein wenig, ja, weggepiekst werden von den Pikinieren, aber trotzdem ganz guten Schaden anrichten, weil viele Bogenschützen machen auch relativ viel Schaden, auch gegen Gepanzerte und deswegen, ja, ist es, denke ich, schon ganz ausgeglichen. Es ist auch in dem Overlay, sehe ich hier gerade vom Militär und von der Wirtschaft, beide Seiten ja relativ gut ausgeglichen. Jetzt keiner, der hier extrem unter Druck gerät quasi und den anderen völlig klein hält. Ich bin einfach mal gespannt, wie das hier weiterläuft. Wir gehen ja mal auf die schnellste Geschwindigkeit und ja, dann möchte ich auf jeden Fall für ihn hier dann in der nächsten Zeit auch mal die Burgen bauen. Bin ja gerade beschäftigt mit der Chiara. Bei den 8 Burgen, da sind ja schon die ersten 4 fertig. Die sollen dann... Alter, warum denn jedes Mal Ackermatch? Hallo? Hallo, was macht ihr denn? Ja, und Pikiniere natürlich machen ja nicht allzu viel. Aber ja, es ist das erste Mal durchgekommen und ein Lord angegriffen. Aber der Lord hat noch nicht sehr viel Schaden bekommen. Okay, also hier die Stelle neben dem Turm quasi.
An dieser etwas dünneren Stelle kommen die ganz gut durch. Also Potenzial ist da, auf der anderen Seite natürlich auch. Vor allem, wenn hier Nordion einfach so ultra zerschossen wird, dass einfach kein Stein mehr auf den anderen liegt. Und ja, na genau. So, und genau, wo war stehen geblieben? Dann auf jeden Fall die AIVs. Dann will ich noch die AIVs von dem guten Gottfried anfangen. Da muss ich aber erstmal schauen, wie das überhaupt mit der AIV dann passt, wie ihr das findet und so weiter und so fort. Wie vor allem andere Modding-Kollegen, jetzt zum Beispiel Nevikov oder Tobi oder wer auch immer, Pilaf, der gute Onkel Pilaf, dann die AIVs finden oder die AIV finden. Und oha, hier die Pikiniere, wenn die an die Stelle kommen. Wir gehen mal runter hier mit der Geschwindigkeit. Okay. Eine Nachricht vom Nordian. Meine Brüder, es ist unser Schicksal, heute hier zu kämpfen. Nordian piekst die Schlange weg und ja, Eine Nachricht Nordian der fühlt es Schlange. sich zwar, Verschont mich. Im Grunde meines Herzens bin ich auf eurer Seite. bedroht, aber hat sich nicht zurückgezogen. Wahrscheinlich, weil der Durchbruch dann schon geschafft war, quasi. Und ja, 97.000 Gold für den Nordian, 80.000 Gold für die Schlange. Ist dann, denke ich, ein wenig stärker der Nordian, einfach weil er die gepanzerten Truppen hat, die Pikiniere und die arabischen Schwertkämpfer. Wenn die Schlange natürlich zu Hause ist und die ganzen Assassinen da sind, dann ist natürlich klar, gewinnt auch die Schlange gegen die Angriffsarmee. Können wir hier nochmal kurz die Truppen anschauen? Ja, natürlich die leichten Truppen sind hier ausschlaggebend für die Schlange und die etwas schwereren Truppen vom Nordian sind etwas weniger ausgebildet worden, weil sie natürlich auch einfach, ja, ein wenig mehr Ressourcen kosten, ein wenig mehr Gold kosten und so weiter und so fort. Waffen haben sie eigentlich beide fast gleich viel, gerade mal 20 Waffen mehr hat die Schlange. Und ja, nicht schlecht auf jeden Fall, nicht schlecht, Herr Specht. Nordian mehr hier Nahrung, okay. Beide auch relativ viel ausgeglichen, das Eisen. Guti, dann würde ich einfach mal sagen, wir tauschen die Positionen. Oder nee, ich stelle mal was ganz anderes ein und wir sehen uns gleich wieder. Also bis gleich. So, da wäre ich wieder und die zweite Map ist quasi Silence. Meine Map, wo ich eigentlich immer die 1 vs 1 KI-Kämpfe austrage. Vielleicht performt da die Schlange ein wenig anders als auf der anderen Map. Vielleicht sind da die harten Ressourcen ein wenig näher oder so. Ich weiß es nicht, deswegen gehen wir sofort rein. Nordianer jetzt rechts oben, Schlange links unten. Wir gucken auf jeden Fall, was mit dem Overlay dann passiert. Dann gehen wir hier wieder auf 200, aktivieren das lustige Overlay. So, da ist es. Und die Schlange ist rechts unten, also muss ich die Kamera einmal drehen und dann passt das hier auch wieder mit der Ausrichtung des Overlays. Ja, meine Freunde. Tut mir leid, dass das alles gerade so ein bisschen schleppend ist, aber ich will halt Bootstrap aufnehmen. Es macht mir viel Spaß und ich versuche da auch immer besser zu werden, obwohl das jetzt bei manchen Kämpfen gar nicht so leicht ist, da alles so im Blick zu behalten, weil da relativ viel passiert. Da muss ich einfach noch ein bisschen, ja, wärmer werden mit der ganzen Sache. Auf jeden Fall Schlange hier mit einer anderen Burg, I guess. Ich habe die andere schon wieder vergessen. Es ist auch 22:49 Uhr. Bin langsam echt ein wenig am Ende mit meinen Kräften. Ne, es ist eine andere Burg, weil die andere war ja so nach vorne ausgerichtet. Also mit dem Burggraben hier. So auf jeden Fall anders, ne? Deswegen, ja. Oh, hier brennt's. Natürlich Schlange mit ihren Raid-Sklaven ein wenig nervig für den Nordian hier. Aber er hat genug Brunnen, deswegen denke ich jetzt nicht, dass das hier sonderlich viel Schaden anrichten sollte. Wenn das Feuer mal überspringt.
Ich sehe bloß gerade gar keinen. Ach, hier ist, glaube ich, einer, ne? Und da sehe ich einen. Ja, gut. Und hier brennt es schon wieder. Und er schickt er schickt seine Bogenschützen rein, die natürlich ein wenig verbrennen. Auch nicht schlecht. Herr Specht. Und da kommt die Schlange mal wieder. Ja, mit 140 Truppen insgesamt. Na, wenn man da jetzt die Verteidiger rausrechnen würde, dann könnte man die Angriffstruppen rauslesen. Beziehungsweise weiß ich auch gar nicht, ob das... Ne, das ist bloß die Gesamttruppenzahl auf dem Overlay. Ja, hier mit einer etwas klassischeren Schlangenburg quasi, wo dieser, ja, Schwanz... Ist es hier, soll das hier der Schwanz sein? Oder ist das der Schwanz? Ne, ich glaube, hier ist der Kopf irgendwo, ne? Auf jeden Fall, wo der Schwanz hier so ein bisschen die Katapultschüsse abhält und ja, hier die Bogenschützen sehr gut auf die anrückenden Angreifer schießen können. Und ja, der Turm geht wahrscheinlich jedes Mal flöten, wenn hier Nordian angreift. Er hat ja relativ viele Katapulte im Angriff, aber die kommen hier nicht auf das Torhaus drauf, dass es da irgendwie eingeschossen werden kann. Sozusagen. Ja? So, wir gehen hier wieder ein wenig höher mit der Geschwindigkeit. Hier brennt es wieder. Also Schlange heute mal wieder ein wenig feurig unterwegs. Und ja, die Truppen hier sind einfach noch zu wenige. Er braucht natürlich auch, oder ja doch, Schlange ist ja ein Mann. Er braucht natürlich auch ein wenig das Gott-Timing, dass hier nicht gerade die Angriffsbogenschützen vom Nordian mit dabei sind. Er hat jetzt nicht allzu viele Angriffsbogenschützen wie die Schlange, aber wenn die natürlich hier oben auf dem Keep stehen, dann können die natürlich auch ganz gut reinböllern und bei den leichten Angriffstruppen bei der Schlange macht es jetzt nicht, oder macht es schon relativ viel Schaden, so wollte ich es natürlich sagen. Und genau, da, ja, richtig. Was steht in der nächsten Zeit noch an? Ich möchte auf jeden Fall Stronghold 1 die Kampagne spielen, hatte ich ja schon gesagt. Und dann vielleicht, das weiß ich aber noch nicht ganz hundertprozentig, die Remaster-Kampagne vom Nevikov quasi. Stronghold 1, wo die Kampagne quasi ein wenig umgemoddet hat, dass sie da schwieriger ist. Habe ich mir schon sagen lassen, dass sie auf jeden Fall deutlich schwieriger sein soll als die originale Kampagne. Ich werde es dann mal rausfinden. Übrigens, es gibt ja jetzt es soll ja jetzt eine Definitive Edition von Stronghold 1 rauskommen oder ein Remake von den Entwicklern. Von Entwicklerseite. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Und genau, da bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich habe mir da schon ein paar Sachen angeschaut. Habe das zwar noch nicht getestet, weil ja nur ein paar YouTuber das testen durften. Und ich gehöre da natürlich nicht mit rein, weil ich auch einfach viel zu klein bin. Das muss ich auch nicht. Also was ich da gesehen habe, das reicht mir völlig. Ich finde es cool, dass sich Firefly nochmal dazu überreden lassen hat, dass sie da ein Remake machen wollen. Finde es jetzt aber ein wenig, naja, weiß ich nicht. Also ein wenig, zu wenig Neuerungen, was man da alles da drin haben soll, beziehungsweise was sie da reingemacht haben. Vor allem finde ich die Grafik jetzt, hätten sie noch ein bisschen mehr was machen können. Aber gut, das sollen die entscheiden, nicht ich. Und wenn sie halt meinen, es ist so in Ordnung, ja, dann ist es halt so. Ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht, keine Ahnung, 20, 30 Euro kostet. Also für einen 10er oder 15 Euro bin ich gerne bereit dafür zu bezahlen, obwohl ich glaube, dass ich mir das wieder in einem Sale hole, wie auch Stronghold 1. Mit 1,19 Euro. Also das war ja wirklich ein richtiger Schnapper. Da sind ja manche Brötchen im Laden teurer als so ein Spiel.
Gut, Stronghold 1 ist ja auch schon etwas älter, ne? Deswegen ist es auch gar nicht so verwunderlich, dass es jetzt so billig war. Beziehungsweise kostet ja normal, glaube ich, 3 Euro oder so. Was auch nicht gerade viel Geld ist, aber ja. Hab noch nie Stronghold 1 gespielt. Ich bin sehr gespannt, wie mir das gefällt. Aber so, was ich auf den Discord-Servern oder dann auf YouTube halt sehe, ist es ja nicht schlecht. Auf jeden Fall. Finde auch den Stil sehr, sehr hübsch. Und wenn da ein paar Leute auch noch so modden, quasi Karten reinmodden, dann ist es natürlich auch ein wenig mehr Abwechslung als nur die ganz normalen Vanilla Maps. Ja, so, jetzt ist hier der Durchbruch zum ersten Mal, dass hier das Tor aus Flöten gegangen ist, aber natürlich, er hatte keine weiteren Truppen mehr und deswegen, ja, ist zwar das Tor aus tot und die Schlange konnte hier das Tor aus neu nachsetzen, was natürlich auch ein bisschen hinderlich ist hier für die Assassinen. Die gehen hier immer auf das Torhaus und nicht auf das Torhaus hier an der Seite. Würden die auf das Torhaus hier an der Seite gehen, dann würden die ja mehr Schaden anrichten können, weil die dann einfach... Oh, hier ist jetzt Durchbruch zum ersten Mal, dass die Schlange hier beim Nordian durchkommt. Also dieser kleine Doppelring, der ja eigentlich ja relativ schwach ist, weil er ja nicht einmal große Türme hat, um irgendwas abzuwehren, um mit Turmballisten hier irgendwie die Katapulte zu zerstören, ist es hier ja jetzt nicht so ein großer Hindernis oder große Schwierigkeit da durchzukommen. Aber die Assassinen gehen ja dann auf die nächste Struktur. Ich glaube, Pilaf hat mir da mal was geschrieben, was die Assassinen als Ziel auswählen, wo die dann draufklettern. Ich glaube, die nächste Struktur war das, wo die dann hinrennen und ja versuchen, das Torhaus zu öffnen. Und das ist halt das hier und nicht das hier. Ja, aber wenn auf jeden Fall die Schlange noch mehr skalieren könnte, dann ist es auf jeden Fall so, dass sie die ganze Burg umschließt und irgendwann könnte er sie wahrscheinlich hier auch an dem Tor ausknabbern und dann umgeht sie halt die ganze Front. Aber wir schauen da einfach mal, wie das hier weitergeht. Wir gehen ja jetzt mal ein bisschen höher. Schlange kommt schon wieder raus. Mit 400 Truppen. Nordian lässt sich hier ein wenig Zeit beim Sammeln mit seinen Angriffen. Gut, er muss halt auch immer die ganze Front neu aufbauen und die ganzen Torhäuser gehen zu, wenn er einen Angriff abbekommt. Und ja, das Torhaus wird hier schon angegangen. Aber es hat noch grünes Leben. Und die ganzen Steinbrüche sind fort. Also vielleicht ist die Map hier einfach doch besser für die Schlange. Und wahrscheinlich auch die Burg ist hier besser gewählt. Weil der Schwanz hier einfach mit dem Turm die ganzen Steine von den Katapulten halt abfängt quasi. Der Nordian kann sich ja nicht mal richtig aufbauen, weil er einfach keinen Stein reinkriegt. Und ja, Schlange hier am Wirtschaften ohne Ende. Jetzt kommt man Nordian wieder raus. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, jetzt seine ganzen Angriffstruppen zu verheizen. Denn ja, durchkommen tut er auf jeden Fall nicht. Beziehungsweise killen tut er die Schlange auf jeden Fall nicht. Und deswegen... Oh, das Tor... Ach, schade. Hätte er das Torhaus hier jetzt nicht eingerissen und einfach das beim mit rohem Leben stehen gelassen, dann hätte er sich das für den nächsten Angriff aufsparen können und somit dann easy reinmarschieren können in die Burg. Aber somit, ja, ist natürlich die Chance jetzt damit vertan und die Schlange sollte jetzt hier langsam wieder rauskommen. Nordian ist hier echt am struggeln, was hier einfach die Eco angeht. Jetzt hat er zwar ein bisschen seine Belagerungsgeräte sehr weit hinten aufgebaut, aber gut, so ist es nun mal. Und ja, die ganzen Torhäuser gehen zu und die Wirtschaft liegt
wieder oder steht wieder still. Und jetzt kommen hier die Assassinen rauf und eieiei, hier unten sind relativ viele Truppen von der Schlange unterwegs. Nordian verliert ganz gut Truppen. Oh, das könnte es gewesen sein. Hier oben steht er. Eine Nachricht vom Nordian. Meine Brüder, Das es war's. ist unser Schicksal, heute hier zu kämpfen. Übrigens nicht wundern bei dem Ummotten von den ganzen Eine Nachricht Sachen. vom Nordian. Ihr könnt uns zwar vernichten, doch unser Glaube wird weiterleben. Habe ich mal wieder vergessen, dass ich den Lord vom Nordian hier auf Europäisch stellen muss. Eine und nicht Nachricht euch der Schlange. auf Ehrlich Arabisch. gesagt langweilt es etwas, immer nur zu gewinnen. Ja, hier deutlich besser die Schlange am Performen gewesen als der Nordian. Nordian hatte dann im beziehungsweise dann im frühen Late Game relativ große Probleme, seine Wirtschaft hier aktiv zu halten, weil er auch jedes Mal die Steinbrüche verloren hat, obwohl die beiden gar nicht so weit auseinander vom Gold her liegen. Und der Nordian hat sogar mehr Gold als die Schlange, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wahrscheinlich einfach, weil er dann doch die etwas bessere Wirtschaft hat, aber wenn natürlich jedes Mal die Steinbrüche flöten gehen und er dann ja quasi seine gesamte Burg neu aufbauen muss, zumindest den vorderen Ring, und keine Steine hat, dann ja, dauert es natürlich ein wenig länger. Schlange diesmal mit mehr Waffen, beziehungsweise beide wieder sehr nah beieinander. 100 Waffen gerade mal im Unterschied quasi, oder ein bisschen weniger als 100 Waffen. 107 Bevölkerung, gut, das ist jetzt nicht so ausschlaggebend. 400 Stein mehr, die Schlange. Und Truppen, ja, man sieht es wieder, ne? Die leichten Truppen mit den Speerkämpfern und Bogenschützen sind natürlich, ja, relativ schnell ausgebildet und sehr schnell beim Sterben, wenn man es jetzt mal so nennt, ist er auch jetzt nicht ganz so wild, die Waffen herzustellen wie Rüstungen und Piken, obwohl, glaube ich, Piken noch schneller herzustellen sind als Rüstungen. Aber ja, dann würde ich erstmal sagen, das war ja ein kleines 1 vs 1. Jetzt auch nicht so lang das Video geworden. Also als Zwischending sage ich jetzt einfach mal, dass es ganz okay ist. Ich hoffe, euch hat der KI-Kampf auch gefallen. Weiß jetzt nicht, ob die Schlangen noch mehr hier aktiv sein wird. Ich wollte auf jeden Fall den Nordian in seiner jetzigen Aufmachung quasi einmal gegen die Schlange testen, weil er halt quasi auch das Gegenstück quasi sein soll. Nordian ist halt ja so eine etwas stärkere Schlange quasi, wenn man es mal so nennt, mit gepanzerten Truppen, die Speerkämpfer dann in Pikiniere umgewandelt und dann die arabischen Schwertkämpfer, die ja jetzt auch nicht so viele sind, die sind halt dann halt einfach noch die Kirsche auf der Torte. Naja, gut. Vielen Dank trotzdem fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüssi.